Ja, hallo und guten Morgen. Tag 4 auf Madeira. Ich bin heute zum ersten Mal auf so einen, also das ist der Plan, also auf so einen qualifizierten oder klassifizierten Wanderweg unterwegs. Auf dem PA17. Bin jetzt gerade auf knapp 1000 Meter Höhe hochgefahren. Ja, und ich glaube, ich ziehe mir mal lange Hosen an. Mal sehen, was mich hier erwartet. Kleiner Rundkurs, 750 Höhenmeter hoch und runter, ungefähr auf 14 Kilometer Länge. Ja, schauen wir mal, was mich so erwartet. Schön, dass ihr dabei seid. A new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Unknown man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark, against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. So, jetzt muss ich mal sagen, ein Abenteuer. Zweiten Tunnel durchquert, der war 950 Meter lang. Und da gab es eine Stelle drin, da war so 1,5 Meter, war ein bisschen rausgebrochen der Weg. Ich hatte Glück gehabt, vor mir waren 2 Dänen, die haben mir ein bisschen geholfen. Also ohne Licht aufgeschmissen. Also Wahnsinn. Total Spaß. Nichts für welche mit Platzangst und Angst vor Dunkelheit. Das kannst du vergessen. Ja, da kommen wir gleich mal zu den Dingen, die man auf Madeira dabei haben muss. Punkt 1, wasserfeste Schuhe, eine Regenhülle für den Rucksack, auf jeden Fall eine Taschenlampe, Getränke sowieso, Verpflegung ebenso und vor allem viel Abenteuerlust. Klasse. Ein kleiner Zwischenreport von mir. Ich grüße euch wieder. Ja, ich bin nicht am tiefsten Punkt der heutigen Route angekommen. 450 Meter hoch. Das heißt, ich war heute früher knapp 500 Meter höher. Und ihr werdet es erraten, da muss ich wieder hoch. Im Hintergrund sieht das ganz grob. Ich bin im Grunde genommen hier auf irgendwo von Bergen abgestiegen. Ich sehe jetzt wieder die Kirche von São Vicente. Kannst du nicht aussprechen. Ja, machen wir jetzt wieder hoch. Ich muss so ganz ehrlich sein. Ich bin mir unsicher, wirklich unsicher, ob es eine gute Entscheidung war, diesen PA17, den ich bezahlt habe, zu verlassen.
ist aber parallel wieder eine Lehre, dass die Strecken bei Komoot nicht automatisch die besten und tollsten sind. Ja, ist leider so. Aber ich muss sagen, oben auf dem Grat war viel los und dafür ist hier unten komplette Ruhe. Ja, parallel laufe ich übrigens auf der Strecke von den sogenannten Miut Madeira Island Ultra Trail. Oh, da muss ich mich mal reinlesen, was es eigentlich ist. Kleine Zwischennotiz. Ich habe einen PR17 gebucht, habe festgestellt, dass ich jetzt auf einen PR22 oder 21 dabei unterwegs bin. Jetzt eine Frage, vielleicht seht ihr bis dahin das Video, muss ich denn dann auch die 2 anderen Trails auch buchen? Das werde ich mal gerne wissen, weil auf der Seite auf Mallorca, Madeira, Visit Madeira, sind die Strecken gut beschrieben. Aber was mir zum Beispiel fehlt, ist der Streckenverlauf, GPX-Daten und sonst was. Also ich weiß nicht, wo genau diese Strecken langlaufen. Naja, gleich oben. Jo, bin wieder oben. Nieselregen. Guckt euch das mal an. Unten Wetter pur. Sonne, Sonne, Sonne. Und jetzt hier oben hängen wir voll in Wolken drin. Fazit der Tour. Wieder zweigeteilt. Ein wunderschöner Beginn auf der 17. Mit den Wasserfällen, mit den Tunneln, total genial. Ja, dann habe ich den leichten Fehler gemacht. Ich habe den Weg verlassen, bin erst ins Tal runter. Und dann wieder diesen steilen Berg nach oben. Ach mein Gott, ist halt so. Hat jedenfalls trotzdem Spaß gemacht. Und ja, jetzt mache ich mich gleich im Auto. Ja, ansonsten, ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Und ja, ich hoffe, ich hatte ein bisschen Spaß gemacht. Ja, lasst ein Abo, Daumen und einen Kommentar da. Da würde ich mich echt drüber freuen. In dem Sinne, ich danke euch. Bis bald. Ciao, ciao und wir sehen uns.